Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stories, The Path of Destinies. Wir machen weiter. Ich habe leider keine Ahnung mehr, wo wir aufgehört haben, da es jetzt schon ein bisschen her ist. Ich glaube, haben wir vor kurzem einen neuen Strang angefangen? Ich habe irgendetwas so im Kopf. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich meine, dem war so. Und dass wir da jetzt so ziemlich am Anfang eines neuen Handlungsstranges sind. Na gut, wird mir ja gleich nochmal gezeigt, was meine aktuelle Quest ist. Wenn ich den Ladebildschirm überlebt habe. Nicht Speicherbildschirm, Ladebildschirm. Das wäre ganz nett, Spiel. Ja? Bitte? Dankeschön. As he set foot on the island, Reynardo couldn't help feeling a bit curious. Was Lapino still waiting to be rescued? No. He was probably drinking champagne with the ravens. Did ravens drink champagne? Did rabbits? Reynardo felt oddly thirsty, come to think of it. Why had he chosen the Sky Ripper? Reynardo never made plans that required constant vigilance. He was a hero. He didn't think too much. He just went with his gut and hoped it all worked out. The Sky Ripper was a long shot. He'd have to devote himself to it. No side journeys, no rescuing old friends. That was against his nature. Could he stick with it? Okay, ich habe mich dazu entschieden, das Gehäuse des Sky Rippers zu holen. Das ist jetzt echt lange her, dass ich gespielt habe. Aber ich glaube, wir sind dadurch, dass ich gesehen habe, Kapitel 1, haben wir den Handlungsstrang wirklich wohl gerade erst angefangen. Na, wir werden es schon sehen. Ich meine, wir haben sowieso noch viele, viele Geschichten, die noch offen sind. Wir haben mir gerade das mal 3 oder 4. Jedenfalls sehr, sehr wenig. Und ich sehe schon, wir können was People had laughed machen. at the government workbench placement program. But you could see the benefits everywhere. Oh, Juwel, habe ich eins gefunden. Was haben wir denn? Nur mal gucken. Elementarer Widerstand. Erhöht deinen Widerstand gegen Zauberschaden um 20%. Klingt nett, aber das, was ich jetzt habe, finde ich besser. Okay, uns fehlt nur noch dieses eine zur höchsten Stufe. Und da brauchen wir noch deutlich ein paar Erze, aber ich sag mal, an die ist ja leicht ranzukommen. Die sind jetzt nun wirklich nicht das Thema, zumal an manchen Orten wirklich viele Kisten sind. Oh, da sind wir bestimmt noch nie durchgegangen, oder? Bitte, Reynardo? Okay. Had that door been opened before? Stimmt nicht. Oder? Wow, hi. Jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen ein bisschen. Ja. Wie wir sehen, sahen wir nichts. Immer noch nicht. Ist okay. Okay, erstmal wieder ein bisschen reinkommen, ja. Ich halte mal ein bisschen den Controller vom Mikro weg. Weil ich doch ganz schön wieder auf die Tasten jetzt hämmer. Okay. That had been his mistake before. Thinking he could win a battle of wills with an ancient evil all by himself. He had to be cleverer than that. Or braver. Or
something. Die Wahrheit über den Skyripper ist von dichtem Nebel verhüllt. Die glaubwürdigste Geschichte ist, dass der immerwährende Kaiser Iblis mit Hilfe des Skyrippers verbannt hat. Danach vergrub der IK die Waffe und verschwand. Ging er ins freiwillige Exil, um die Welt von der letzten göttlichen Präsenz zu befreien, oder war es der Preis für die Ausübung solch unglaublicher Macht? Könnte zwischen dem Skyripper und Iblis eine tiefere Beziehung bestehen als die der Waffe und des Opfers? Meine Rituale werden den Iblisstein herbeirufen. Vielleicht sollte ich bedenken, dass dies den Skyripper ans Tageslicht rufen könnte. Sollte das der Fall sein, dann muss ich sämtliche Ressourcen einsetzen, um ihn zu finden. Eine Waffe, die einen Gott verbannen kann, ist ein unschlagbares Argument, falls die Alten mir einen Strick durch die Rechnung machen wollen. Es liegt in ihrer Natur, es zu versuchen, aber Götter sind berechenbar und ich kann mich darauf verlassen, um ihnen immer einen Schritt voraus zu sein. Imperator Isengrim III. Geheimes Tagebuch. Okay, es geht nach da. Es geht aber auch nach hier. Zu viele Wege schon wieder. Ich habe keine Ahnung, welchen wir bereits abgegangen sind und welchen nicht. Ich ändere mich. Ich gehe mal die Tür hier. Ich könnte mir vorstellen, dass wir bei der noch nicht waren, aber wie gesagt, keine Ahnung. Für mich sieht hier mittlerweile alles gleich aus, deswegen... Reynardo had always wanted a flying carpet. This was more like a flying tabletop. But it would do. Okay, da wären wir dann auch irgendwie lang gekommen. Okay. Wird schon irgendwie. Ah, da ist eine große Kiste. Ist ja auch nicht verkehrt. Ich glaube, die hatten wir auch noch nicht. Falls wir da jetzt gleich hinkommen. Ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht gesehen. Ravens didn't smell any better dead, Reynardo thought. Die hatten wir garantiert noch nicht. Schatzjäger Level 2. Ach, und jetzt sind wir wieder hier. Ah, und dann ist da der Durchgang. Ich verstehe. Ja, wunderbar. Dann haben wir mal wieder sogar ein kleines bisschen was Neues entdeckt. Das ist doch schön. Wie gesagt, ich werde bestimmt auch viele Gänge mehrmals ablaufen, weil ich mich einfach nicht mehr dran entsinnen kann, dass ich an denen schon mal vorbeikam. Is how we do it, said Deswegen Reynardo to himself. wundert euch da nicht. Gott, oh Gott. Okay. These things could really use a hand. So, an den Part erinnere ich mich auch. Na, komm mal her. So. Dann wäre ein Altar. Ah, hier das Rätsel. Ich erinnere mich. Dann bin ich aber einen anderen Weg gegangen. Das ging schnell. See? That wasn't so hard. Geht's denn jetzt hier schon wieder lang? Da ist erstmal ein Altar. Und da ist... Da sind wir am Ziel. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Was hatten wir hier? Die maximale Schwertenergie.
Warum eigentlich nicht? Was haben wir hier unten? Ah, hört das noch weiter. Oh ja. Da sind wir. There it was. Skyripper's armature. The stuff that dreams are made of. Engineers' dreams, anyway. The device was intricate. No one alive had the skill to make a thing like it. How was it part of a weapon at all? He'd have to ask a scientist. But first, he'd get the second piece. Skyripper had a heart. A core that had come to rest on the next island. Well, there was another island he could reach. Zenobia had just invaded it with her father's Raven battalions. She must be encamped there still. But fighting Zenobia now, that made no sense at all. He'd already sacrificed one friend to get this armature, was it? He didn't need to hurry to face her. She would find him. Ich erinnere mich. Ja, und deswegen ist da auch das Ausrufezeichen. Ja, wir haben das letzte Mal das gemacht. Ich glaube, ich muss das auch nicht vorlesen. Das müssten wir schon mal gelesen haben. Ich bleibe mir hier ganz kurz drauf, falls ihr das noch lesen wollt. Da könnt ihr auch notfalls auch pausieren. Okay. Reynardo asked himself why he changed course to confront Zenobia. He'd no idea. Sometimes he would just do things, and he could never figure out why he'd done them. Usually, they worked out. After all, he was a hero. Okay, dann schauen wir mal. So viele Handlungsstränge, so viele Geschichten, das ist unglaublich. The truth is, though, he wanted to see her, wasn't it? It had been a dozen years since Swordfu School. He'd followed every rumor about her, every scrap of news. Not that he still loved her. After all, she was his enemy. No, it was solely because know your enemy. But it would be great to see her. Even if they faced off across sword points, as they'd done so many times at school. The world was a less interesting place without her. Triff Zenobia. So, jetzt mal gucken. Sind wir da das letzte Mal durchgegangen? Ich glaube, einmal waren wir doch schon... hier, oder? Reynardo wondered idly if people who had built these poles had really, really long tentacles. Okay, eine Truhe. Mehreren Erzen, das ist sehr schön. Und ein Altar, aber den brauchen wir ja jetzt nicht. Wir haben ja gerade schon geskillt. Hallo, Freunde. Vor allem, ich weiß echt nicht dann so... Ich weiß, dass wir doch schon mal hier waren, weil wir ja schon mal einmal Zenobias Handlungsstrang gemacht haben. Ich nehme zumindest an, dass es das hier war. Aber ob ich dann da durch die Tür gegangen bin, steht es natürlich auf einem anderen Blatt. Naja. Passt schon irgendwie. Durch Zufall finden wir dann immer mal wieder was Neues heraus. You couldn't go sticking jewels in your gauntlet just anywhere. What if you dropped one and broke it? Luckily, there was a bench right here. Okay. Aber hier waren wir doch bestimmt noch nicht. So viele Möglichkeiten. Ach, was wollt ihr denn? This couldn't be good for global warming. Oh. Schildbrecher Level 3. Das hat sich doch gelohnt, würde ich sagen. Noch eine Truhe.
Da unten sehe ich auch noch ein Tor und eine Truhe. He couldn't do worse with Zenobia than he'd done with the core, could he? Also in diesen Tunnel ändere ich mich gerade null, aber ist okay. Vor allem nicht mit den Viechern hier. He was practically sure he'd find something useful in one of these things. Aha, ich hab's gesehen. Schatzjäger Level 3. Moment. Da ist noch ein Schalter. Ich glaube, den muss ich sogar aktivieren. Reynardo wasn't entirely sure how he was going to capture Zenobia. She'd be expecting him. And he didn't have Lapino to cook up a clever plan. Why was it again that he hadn't got the core? Maybe because the results tended to be disastrous. These streets were familiar. The Swordfu school was closed now, but he had been down that street 1,000 times. He knew that pub. He knew that alley. He knew the alley behind it much too well. No wonder Zenobia had chosen to invade this island herself. So, einmal damit's nicht mehr leuchtet. Da sehe ich, dass wir da was zu lesen haben. Wo wir aber trotzdem nicht durchkommen. Ich denke mal, das ist auch das einzige Schwert, was wir noch nicht aufgelevelt haben. Ich denke mal, dass es daran liegt. Anders konnte ich mir das jetzt nicht erklären. Those flames really bring out your eyes. Aua. Aua. Das ist unglaublich. Interagieren. Reynardo slinked through Zenobia's ship, making no sound at all. Where were her guards? Finally, he reached her bedroom. She was curled up on her bed. Oh, he'd forgotten how beautiful she was. How sleek. How soft. He tapped her on the shoulder with his sword. She vanished. And he suddenly noticed he couldn't move except his mouth. In fact, soon he couldn't keep his mouth shut. He told Zenobia everything. Skyripper, the Iblistone, even where the secret rebel base was, until he was hoarse. It was some kind of truth spell. A talky truth spell. She called her father by Farspeaker Toad and filled His Majesty in. But why didn't he get the core? Croaked the Farspeaker in something like His Majesty's croak. Because I missed you, darling. Reynardo grinned. He doesn't even know why, frowned Zenobia. That makes no sense. It's a trap, shouted the Emperor. I'll meet you at the outpost, and I'll bring my interrogators. If Reynardo came face to face with the Emperor, maybe he could assassinate him. But maybe it would be smarter and safer to turn Zenobia against her father. Okay, die Möglichkeiten hatten wir beide noch nicht. Lesen wir mal. Triff dich mit dem Imperator. Reynardos irrationale Entscheidung, Zenobia zu finden, nachdem er das Gehäuse des Skyrippers an sich gebracht hatte, stellte sich als Katastrophe heraus. Doch vielleicht konnte er die Situation noch retten. Der Imperator war auf dem Weg zum Nexus. Reynardo konnte versuchen, ein Attentat zu verüben. Er würde mit Zenobia zum Nexus gelangen und dann entkommen. Wiege Zenobia gegen ihren Vater auf. Reynardos irrationale Entscheidung, Zenobia zu finden, nachdem er das Gehäuse des Skyrippers an sich gebracht hatte, stellte sich als Katastrophe heraus. Doch vielleicht konnte er die Situation noch retten. Er konnte Zenobia dazu bringen, sich gegen ihren Vater zu stellen. Er konnte ihr Beweise für den Wahnsinn ihres Vaters vorlegen. Doch
dazu mussten sie den Wissenschaftlern auf dem Nexus einen Besuch abstatten. Er wusste genau, was er sagen musste, um sich bei ihr Gehör zu verschaffen. Fangen wir damit an. What are you doing? asked Zenobia. Did you ever wonder why the Emperor adopted you? He asked her. She shook her head. He told her. His Majesty wanted to bring the lost gods back. They could make him an eater of souls, an immortal. But to seal his bargain with them, he needed a sacrifice. Someone who truly loved him. She was stunned. Furious. You're lying. Under a truce spell? It's a trick. You can't prove that. Take me to the observatory, and I will. What kind of proof could you possibly have? She said as they landed on the Nexus. Your father ritually sacrificed a village, and he left witnesses? The scientists resurrected one. Well, it's not really alive, but it can talk. A true witness. She frowned. The dead can't lie. Well, I bet they could. They just don't have any reason to. She nodded grimly. You go on ahead. I don't want the ravens to see me. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.